Fragen über Fragen, die wir nicht mal eben so mit einem Satz beantworten können, häufen sich immer mehr wieder unter den Kommentaren in unseren Videos. Wir merken, es ist Frühjahr, deswegen mal wieder Zeit für ein Q&A. So, springen wir gleich rein in die Fragen. Natürlich versuchen wir die Fragen auszuwählen, die auch für die meisten interessant sind. Und fangen gleich mal mit Frederik Bialon an. Hat zwar nichts mit Trockeneis zu tun, aber die Frage kam mir, als ihr das Fahrzeug ausgesaugt habt, reinigt ihr die Aufsätze, zum Beispiel den Bürstenaufsatz vom Sauger bei bzw. nach solchen Härtefällen eigentlich auch? Wenn ja, wie? Grundsätzlich reinigen wir die auch. Die Frage ist unter dem Hundeauto-Video mit dem Trockeneis gestellt worden. Wir reinigen die am besten, indem wir den in einen Eimer mit Seifenlösung, meistens Froschneutral oder Froschessigreiniger, einlegen, dort ein bisschen wirken lassen und danach wieder trocknen. Das funktioniert super. Wenn man mal so eine richtig hartnäckige Verschmutzung hat, die so ein bisschen geklebt hat, man ein Kaugummi erwischt hat, dann Trockeneis und oder Dampf, um die Verschmutzung zu lösen. Dann unter unserem Produktvorstellungsvideo von der Flex PXE, dem Mini-Exzenter von Feelgood Car Cosmetics. Also ich bin noch ziemlich skeptisch dem Ganzen gegenüber. Das Wechseln bringt mir nicht allzu viel. Einen Exzenterbetrieb gerade in verwinkelten Stellen braucht man ja nicht wirklich. Und die nicht stufenlose Verstellung gegenüber der Proxxon ist ja nicht wirklich vom Feinsten. Ist jetzt keine direkte Frage, eine Anmerkung, auf die ich gerne antworten möchte. Also ich finde, das Wechseln bringt extrem viel, weil ich einfach nicht nur zwischen Exzenter und Rotor wechseln konnte, sondern auch zwischen verschiedenen Stützzellergrößen, ohne da rumschrauben zu müssen. Ich kann sogar, wenn ich so weit gehe, so machen wir das. Wir haben uns noch zusätzliche Stützzeller und Antriebe gekauft, sogar die Pads wechseln, ohne dauernd den Klett hinten abzureißen, was einfach das Polierpad auch schont, ne? Weil beim Klettreißen ist ja auch immer die Verbindung Schaumstoff und Klett belastet, deswegen sparen wir uns das da. Und auch an verwinkelten Stellen bringt ein Exzenterantrieb sehr viel, denn auch da möchte ich ja keine Hologramme erzeugen. Vor allen Dingen bei einem Detailing, wo ich auch in die letzten Winkel reinkommen will ich auch in den letzten Winkel mit der Lampe reingucken können und ein gutes Ergebnis haben. Von daher finde ich das schon sehr wichtig. Man muss natürlich, und da gebe ich dir recht, bedenken, dass man beim Exzenterbetrieb eine Seitwärtsbewegung hat. Also gerade in der Kante drin, stellt euch mal jetzt so eine schöne Aussparung von einem Kennzeichen vor. Wenn man dazu nach oben ranfährt, muss man echt aufpassen, dass man mit dem Antrieb oder Stützzeller nicht gegen die obere Kante haut. Das ist definitiv so, aber im Notfall hilft da vorsichtig sein und wenn es ganz eng wird, klebt man das halt in ein paar Schichten ab, wenn man da Angst hat, dass man da zu viel Seitwärtsreibung von dem Schaumstoff hat. Das nächste Video hat Kommentar hat überhaupt nichts mit dem Video zu tun, wurde aber unter dem Vergleich alt gegen neue Zwangsexzenter geschrieben von Kane Salamon oder Kane Salamon, ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt fast 2 Tage nur Videos übers Polieren angeschaut, bin bis heute nicht schlau geworden, was ich für ein Fahrzeug wie meinen A3 Sportsback brauche. Wollte eigentlich den Lack aufbereiten und Kratzer ausbessern, blub, 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 blub. Will ich mal abkürzen den Kommentar. Ein Tipp, guckt mal bei den Glossbossen im Podcast. Wie bereite ich meinen unischwarzen BMW auf? Da ist genau so ein Kommentar perfekt beantwortet, kann ich mir die Puste sparen. Aber ein Tipp, wirklich, das passt hier an dieser Stelle. Ganz spannendes Thema unter dem Thema Lederdesinfizieren von Ozzy Oz. Hallo Nico, kleine Anmerkung zur Desinfektion. Wie beim Fetten benötigt auch Desinfektionsmittel ein wenig Zeit, um einzuwirken. Kommen noch ein paar andere Ausführungen, aber wenn man gerade um Viren geht, muss man ein bisschen länger einwirken lassen. Genau, das ist jetzt noch mal ein bisschen genauer ausgeführt. Da möchte ich aber was zu sagen, weil es ein ganz spannendes Thema ist. Und ich glaube, im Video habe ich es auch gesagt, das ist natürlich hier ein Grenzfall. Ne? Wir haben ein Material, was empfindlich gegenüber Produkten ist, die desinfizieren, sprich Hitze, sprich Kälte und Alkohol. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Mittelweg finden zwischen einer echten Desinfektion, wie man sie jetzt im medizinischen Sinne betrachtet, und vielleicht einer hygienischen Reinigung, die natürlich wahrscheinlich die Viruslast oder die Konzentration auf den Punkt reduziert. Ne? Bei einem eigenen Auto wäre es mit Sicherheit einfach zu viel, das da 10 Minuten drauf wirken zu lassen, um dann zu sagen, jetzt ist es wirklich desinfiziert, weil wir natürlich nur die Last reduzieren wollen. Bei einem Auto, was ich sag mal, ein Risikobereich ist, Krankentransporte, öffentliche Verkehrsmittel, haben wir in der Regel nicht so empfindliche Materialien. Da gilt natürlich raufhauen, ordentlich wirken lassen und desinfizieren. Ist jetzt einfach nur mal für die Allgemeinheit unter dem Kommentar, wer es genau lesen will, haben wir auch noch mal ein bisschen was gemeinsam ausgeführt. Also das war ein sehr konstruktiver Kommentar, kann man noch mal nachlesen. Wie gesagt, es ist, denke ich, generell auch beim Händedesinfizieren ein Fehler, sich darauf zu verlassen und zu sagen, ich mache mir jetzt hier ein bisschen was auf die Hände, reibe das meinetwegen auch lang genug ein und dann ist alles gut und ich bin safe vor allem. Man muss da mit ein bisschen mehr Differenzierung, glaube ich, rangehen. Aber nur deswegen zu sagen, ich habe hier Material, was ich nicht perfekt desinfizieren kann und mache es deswegen gar nicht, ist unserer Meinung nach auch falsch. Kommentar zum gleichen Video. Wie oft sollte ich mein Lederlenkrad im Jahr reinigen und was könnt ihr empfehlen? Hier ist auch wieder die Abwägung zwischen Materialschonung, weil jede Reinigung beansprucht nun mal das Material, und
der Reinigung, zum einen um die Optik zu erhalten, aber auch um das Leder lange leben zu lassen. Wenn ihr euch noch einen Podcast anhört mit Lars Pickert bei uns, er hat ja erklärt, dass auch Schmutz und Schweiß Leder alkalisch werden lässt und es dadurch zerfällt. Also eine Reinigung ist nicht nur beim Leder eine rein optische Sache oder eine hygienische Sache, sondern auch werterhaltend. Von daher sollte man das so ein bisschen davon abhängig machen, wie viel man fährt generell. Man kann schon grob sagen, einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr, je nach Fahrleistung, sollte es, denke ich mal, schon sein, mit einem milden Reiniger reinigen und dann auch nachpflegen. In so Sonderfällen wie jetzt gerade dieser Pandemie-Geschichte, der von Corona, oder aber auch, wenn du mal krank warst oder jemand, den du mitgenommen hast, krank war, kann natürlich auch mal sinnvoll sein, ein bisschen intensiver zu reinigen oder sogar zu desinfizieren, also hygienisch zu reinigen. Das wäre dann im Einzelfall zu entscheiden. Interessanter Kommentar, weil der in ein Horn stößt, das ich auch gerne blase. Das war ein hammergeiler Satz, der ist mir gerade auch eingefallen. Und zwar zum super dreckigen Trockenauto von Martin Güth. Was macht das Trockeneis mit dem Schmutz und wo ist er dann hin? Das war auch immer die Frage, die ich diesen Tornado-Aufbereitern gestellt habe, die in die Lüftungsschlitze reinblasen und in die Sitzscharniere reinblasen und sich dann freuen, dass es danach sauber ist. Wo ist denn der Schmutz hin? Das ist natürlich hier genau das Gleiche. Beim Trockeneis habe ich den Vorteil, dass, so der Theorie nach, das Trockeneis auf die Oberfläche trifft, dadurch sich extrem schnell ausdehnt, die Kälte abgibt, der Schmutz abgesprengt wird und als Feststoff im Auto oder halt rausfliegt oder im Auto verbleibt und ich ihn danach einfach trocken abwischen oder absaugen kann. Ne? Im Vergleich zu einer Flüssigkeit, Dampf oder Tornado, wo ich das vielleicht auch löse, aber im Auto verteile und das als Flüssigkeit sich irgendwo anhaften kann und ich dann mit einem Reiniger, der es auch wieder schafft, das zu lösen, das abwischen muss. Das Trockeneis ist natürlich leichter, ich kann es einfach einsaugen, beziehungsweise ein Großteil fliegt natürlich auch gleich mit aus dem Auto raus. Bestes Beispiel ist wirklich bei dem Auto, ich meine, ihr habt den Zustand gesehen, ist wieder unter dem Hundeauto-Video. Der Lack war, nachdem wir fertig waren im Innenraum, komplett sandig. Also da waren komplett sandige Partikel auf dem gesamten Lack und in unserer gesamten Halle, weil nun eben Festpartikel durch die Luft fliegen. Daran erkennt man das immer so gut. Deswegen bei der Trockeneisreinigung bei so einem Zustand immer erst innen und dann außen. Und der letzte Kommentar für heute, unter einem alten Video von uns, Autopolieren mit der Exzenter Level 2, fragt J.M. Kann mir jemand empfehlen, welche Poliermaschine, Flex XFE 715, 125 oder Rupes Bigfoot LR Mark III? Das ist eine riesengroße und auch interessante Frage, die mir ganz oft gestellt wird. Lieber eine Flex oder lieber eine Rupes? Meiner Meinung nach, also bei der XFE muss man ganz klar sagen, die mit dem Akku ist eine Ergänzungsmaschine fürs Finish. Die kann man nicht mit der Rupes vergleichen. Wenn man jetzt die kabelgebundenen Varianten nimmt, auch bei der kleinen übrigens, bei der 75E und dem Pendant von Flex, zu meiner Schande, ich glaube, das heißt auch PX. Naja, diese kleine mit dem Kabel, nicht die ganz kleine neue, sondern ja, wir werden sie euch unten verlinken, ist es genau das Gleiche. Es hängt meiner Meinung nach von einem persönlichen Geschmack der Maschinenhaltung ab, weil die Rupes ist eine sehr lange Maschine und hat wirklich eine lange Maschine, wo auch die Griffweite sehr weit auseinander ist, während die Flex eine sehr kompakte Maschine ist. Also wer zum Beispiel einen engeren Griff mag, wie bei der Flex Rota, ist auch bei der Marke Flex besser aufgehoben. Wer gerne weitere Griffe mag, sollte zu Rupes oder auch Festool. Die Shinex hat auch einen sehr weiten Griff greifen. Das hat den Vorteil, dass sie natürlich sehr ausbalanciert ist, weil ich einen sehr weiten Griff habe. Aber gerade so beim Arbeiten an der Seite, an schmalen Bereichen, kann die Flex von Vorteil sein. Von daher am besten wirklich mal ausprobieren. Ich tendiere generell im Rotor-Bereich zu Flex. Da mag ich einfach die direkten Druckausübungen deutlich mehr. Bei dem konkreten Vergleich würde ich mich aktuell für die Rupes entscheiden, weil ich gerade auf einer langen Bauteil gerne dieses Ausbalancierte habe. Aber sonst bin ich tendenziell eher ein Flex-Freund von der ganzen Verarbeitung und auch von der Bauweise. Nur mit dieser einen Maschine tendiere ich zur Rupes, aber das ist wirklich rein subjektiv. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Fragen haben dir auch ein bisschen geholfen. Wie gesagt, schreib sie gerne in die Kommentare. Wir versuchen sie zu beantworten. Ansonsten natürlich auch gerne im Q&A. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Der Sommer geht wieder los, die Saison geht wieder los. Zeit fürs Autowaschen, also ran an Speck, hau rein.